soll so nicht. Gleich der Badebereich, da muss ich dann ein bisschen vorsichtig sein. Genug Platz zum Cut? Dann hat die Nuss natürlich nicht mehr gegriffen. Der Ankerkasten ist so ein bisschen tricky. Ich muss hier immer das Kabel außen rumlegen, damit ich das nicht mit reinwickel. Das ist so schon mal passiert. Und vorne die Kette, die kann von der Rolle abspringen. Deswegen muss ich da so ein bisschen vorsichtig sein. Da müssen wir hin. Schon runtergesprungen. Das soll so nicht. Das ist halt das, wenn ich nicht darauf warte, dass der Bug in den Wind ausgerichtet ist. So, Kettenkralle muss ab. Wer das 365 Tage auf Langfahrt-Video gesehen hat, weiß, wir müssen für eine Zeit unsere Reise unterbrechen aus familiären Gründen. Das steht jetzt an und wir haben uns überlegt, wie wir weitermachen wollen. Ich werde vorfliegen und Christoph wird das Boot alleine an einen geeigneten Platz fahren. Da wir von Anfang an immer zu zweit unterwegs waren, hat Christoph das Boot noch nicht wirklich eine Hand bewegt. Natürlich mal hier und da, aber so richtig das ganze Programm war noch nicht. Und das wird jetzt auf unserem Weg nach Ibiza geübt. Das bringt uns beiden eine gewisse Sicherheit. So sitze ich nicht in Deutschland und muss mir Sorgen machen um ihn und natürlich auch nicht um das Boot. Also ich breche jetzt den Anker gleich aus und dann wird das Boot anfangen zu driften. Wahrscheinlich wird der Bug so rübergehen. Dahinter ist gleich der Badebereich. Da muss ich dann ein bisschen vorsichtig sein und gucken, dass ich den Anker schnell genug hochkriege, damit ich mich nicht in irgendeiner anderen Ankerkette verhänge. Soll ich? Okay, ich gehe jetzt erstmal steuern. Tschüss! Manchmal kommt es vor, dass beim Einrollen des Großsegels eine Falte mit ins Groß eingerollt wird. Und dann gibt es einen leichten Widerstand beim Ausrollen. Das kann man meistens durchs Ziehen am Groß dann auch beheben oder eben teilweise durch das Kurbeln an der Winch. So auch hier, das war also kein Problem. Der Wind war dann leider sehr schnell weg, sodass ich dann motoren musste.
Grundsätzlich zu dem, was wir heute vorhaben, also Marion und ich segeln normalerweise zu zweit und weil es eben absehbar war, dass ich alleine segeln muss, habe ich jetzt mal versucht, ganz alleine von Anfang bis Ende 1 bzw. 2 Tage durchzuhalten. Ich habe natürlich schon häufiger mal das Boot für 12 Stunden tagsüber oder nachts, teilweise auch unter sehr rauen Bedingungen alleine gesegelt, weil Marion ja dazu tendiert, auszufallen mit Seekrankheit und das war auch immer gut gelaufen, aber neu war jetzt eben wirklich den ganzen Tag von A bis Z mit allen Ankermanövern dann eben auch durchzuhalten und das ohne Hilfe. Ist der Anker schon drin? Also unten? Ja. Okay. Ist genug Platz zum Cut? Nee, da. Der Wind geht ja so. Ja. Mal gleich sehen. Eigentlich müsste die Kette langsam anfangen. Ja, die bleibt stehen. Fangen wir an zu drehen. Was denn? Das war dann Nuss. Was gerade passiert ist, wir haben am Ende der Kette, wenn die ganz zu Ende ist, die ist am Kettenkasten fest und dann kommt ein kurzes Stück Kette und dann kommt ein Schäkel, ein Softschäkel und dann kommt die echte Kette. Und genau zwischen der fixierten Kette und der Ankerkette, der Softschäkel, der ist genau von der Nuss runtergelaufen und damit hat er keinen Grip mehr gehabt, weil auf diesem kurzen Stück Leine hat er dann immer gescheuert. Und ich habe dann aber noch dran gedacht, dass ich die Ankerkralle habe und habe mit der Ankerkralle ein Stück Kette hochgezogen, sodass ich wieder ein Stück nachschieben konnte, bis die Nuss wieder gegriffen hat. Also das mit der Kette und Kette verstehe ich nicht. Kette und Kette. Ja, also du hast den Ankerkasten. Ja. Und du musst die Möglichkeit haben, im Notfall die Ankerkette zu durchtrennen. Ja. Deswegen musst du an irgendeiner Stelle ein Stück Schnur dazwischen haben. Okay. So, und deswegen ist im Ankerkästen ein kurzes Stück Kette festgemacht.
weil der so tief ist, damit das bis oben läuft. Und dann kommt dieser Softschäkel, der sozusagen jetzt die Schnur ist, die man durchschneiden kann, und dann kommt die echte Ankerkette. Verstehe. Und genau diese Schnur lag dann auf der Nuss drauf und dann hat die Nuss natürlich nicht mehr gegriffen, also die Nuss von der Ankerwinch. Ja. Heißt, wir haben jetzt alles draußen an Kette, was wir haben. Ja. Ja. Wir haben jetzt 50 Meter draußen, wir sind hier auf 14, 15. 14, genau. Und ja, Anker hat gegriffen, aber vorhin mit dem Cut, das war mir nicht so ganz recht. Ich mache das jetzt noch mal ein kleines bisschen und dann müsste es das auch gewesen sein. Also ich habe einen kleinen Schub nach vorne gegeben, damit ich das Boot wieder in Richtung kriege. Weil, ja, aber es vertreibt jetzt sowieso schon wieder. Aber das macht auch nichts. Ich will in dem Moment, wo der Bug stehen bleibt, möchte ich rückwärts geben. Und dann macht das eigentlich gar nichts, wenn der ein bisschen vertreibt. Also wir sind jetzt im Rückwärtsgang. Machen noch ein kleines bisschen Fahrt rückwärts. Scheinen wir zu stehen. Ja, wir stehen. Jetzt gebe ich noch mal ein kleines bisschen mehr, aber nicht zu viel, weil wir so tief sind, sonst reiße ich den damit wieder raus. Ja, sieht gut aus. Na dann. Geh noch mal ganz kurz nach vorne. So. Feierabend. Zufrieden? Jetzt ja. Gut. Ist immer blöd, wenn man den Eindruck hat, dass dass der Anker nicht hält. Man muss ja wieder 50 Meter wieder reinwursteln und dann noch im Kreis drehen. Aber ist doch gut. Dann haben wir es jetzt. Jetzt haben wir das Motor Ja. aus und fertig. So. Das ging jetzt ganz gut. Also es ist wie immer, man hat mehr Zeit, als man glaubt. Und so hatte ich eben auch wieder mehr Zeit, als ich glaubte. Vorhin, das sah mit dem Motorboot sehr nah aus, aber das war auch okay. Und ja, also das ist sowieso meine Grundlehre im Segeln. Ich sage immer, wir haben mehr Zeit, als wir glauben. Also jedenfalls bei Manövern. Bei Manövern hat man irgendwie immer mehr Zeit, finde ich. Ansonsten war es heute eher ein wenig ereignisreicher Tag, weil wir halt viel Motor sind. Wollen wir so hoffen, dass die Nacht genauso ereignislos wird. Aber ablegen im Ankerfeld und anlegen fand ich jetzt gut. Das hat Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Und ich habe mittlerweile auch endlich den Eindruck, dass ich genau weiß, wann das Boot was macht und wie viel Gas ich geben muss und welche Ruderlage, damit es das macht, was ich will. Und das ist toll. Aber jetzt bin ich so langsam drin. So, Feierabend. Dieses Mal war ein ruhigeres Segeln. Ja, wenig Segeln, auch der Wind war bald weg, aber es war ein insgesamt schöner Tag und ich war vor allem froh, dass das relativ reibungslos abgelaufen ist. Ich hatte tatsächlich vor dem Anker auf in diesem engen Ankerfeld so ein bisschen Bedenken gehabt, aber das hat ja wirklich gut geklappt. Das mit dem Anker steht übrigens auf dem Winterpunkt, dass dieses Hakelige mit der Kette beseitigt wird. Das nächste Mal geht es übrigens sehr, sehr spannend weiter und auch aufregend. Ich versuche nämlich alleine, also einhand, den Parasailer zu setzen. Ja, schalte das nächste Mal wieder ein. Es wird auf jeden Fall spannend. Und für dieses Mal freuen wir uns, dass du so lange dabei warst.
Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bitte einen Kommentar und natürlich ein Like, abonniere den Kanal und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.